Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns einer Übung widmen, wieder mal. Und zwar geht es heute darum, wir wollen das Maximum eines Arrays rausfinden. So, dazu brauchen wir natürlich als allererstes mal ein Array. Das könnt ihr als gegeben annehmen. Und wir nennen das Ding jetzt einfach mal MeinArray, gebildet als Array of. So, und jetzt einfach mal blindlings irgendwelche Zahlen hier eingeben. Ich habe keine Ahnung, was hier alles bei rumkommt. So, das sollte reichen. Und ich will auch gar nicht wissen, was dabei rumkommt. Ich habe keine Ahnung, welches die größte Zahl ist. Und so soll das auch sein, durchaus. Nun möchte ich von diesem Array meine größte Zahl allerdings rausfinden. Und ja, warum ist das sinnvoll? Nun gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr ein Online-Spiel habt, ja. Und es ist ein Shooter, wenn man jemanden angreift, dann verliert der natürlich Leben. Und am Ende der Runde, wenn die Zeit zum Beispiel abgelaufen ist, wollt ihr rausfinden, welcher Spieler noch das meiste Leben hat, um den Sieger zu bestimmen. Okay? Eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Dann müsst ihr natürlich, ohne vorher zu wissen, wie viel die Spieler natürlich haben, also am Anfang haben zwar alle 100 Leben oder sowas, oder 1000 von mir aus, aber am Ende muss das nicht unbedingt der Fall sein. Am Ende könnte es auch sein, dass jemand Schaden bekommen hat und deswegen eben weniger Leben hat. Das heißt, ihr könnt nicht von vornherein wissen, wie viel oder welche Werte da drin sind. Das ist irgendwo anders berechnet worden. Und vielleicht sogar teilweise von der Nutzereingabe abhängig. Das heißt, ihr habt da wirklich keinen Einfluss drauf. Und das heißt, ihr wollt durch dieses Array durchlaufen. Ihr wollt auch zum Beispiel 100 Spieler unterstützen, aber auch vielleicht nur 10 Spieler unterstützen. Das heißt, eure Anzahl an, naja, ihr könnt nicht einfach sagen, ich vergleiche 10 Werte und jeder dieser Werte ist dann irgendwie derselbe Wert oder ich habe immer genau 10 Spieler oder sowas. Nein, es kann natürlich auch sein, dass ihr einfach unterschiedlich viele Spieler habt. Sprich, ihr müsst das auch mit einer variablen Anzahl machen können. Und genau das ist eure Aufgabe. Ich wünsche euch viel Spaß erstmal beim Probieren. Gebt am Ende einfach den Wert mit Print aus und ja, wir hören uns gleich wieder. Und zwar jetzt. So, wer die Aufgabe noch nicht gemacht hat, möge das bitte einmal machen, mich pausieren und rangehen. Und wir lösen das jetzt gemeinsam hier. Und das heißt, was wir machen ist, wir wollen zunächst einmal natürlich ein Maximum finden. Ja? Das ist vom Typ Integer in diesem Fall, weil ich keine Kommazahlen hier drin habe. Wenn ihr Kommazahlen in eurem Array drin habt, dann braucht ihr natürlich ein Double als Maximum. Oder ihr müsst alles runden, was auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Anschließend wollen wir natürlich durch das gesamte Array durchlaufen. Also wie nennen wir das Ganze jetzt? Value in MeinArray. Also für jeden einzelnen Eintrag in meinem Array, also erstmal 2572, dann 57, dann 245 und so weiter und so fort, bis wir ganz hinten durch sind. Value nimmt jeden Wert einmal an. Jedes Mal wollen wir quasi dieses Maximum überprüfen, ob das wirklich der maximale Wert ist. Und das machen wir, indem wir hier sagen, if value, also das hier oben, da wo ich gerade quasi in meinem Durchlauf bin, wenn das größer ist als mein Maximum, was muss ich dann wohl machen? Naja, ich muss mein Maximum überschreiben. Und zwar muss ich mein Maximum überschreiben mit dem Value. So. Jetzt habe ich nur ein einziges Problem. Also wenn mein Value kleiner oder gleich groß ist wie mein Maximum, dann muss ich nichts machen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Und zwar dieses Max hier, das hat keinen Wert am Anfang. Ich muss dem irgendeinen Wert zuweisen. Und da müsst ihr natürlich auch ein bisschen was über eure Daten quasi wissen. Ihr müsst wissen, was ist denn der kleinste mögliche Wert in meinem Array. Und in meinem Fall ist jeder dieser Werte größer als 0. Das heißt, mein Maximum ist auf jeden Fall mit 0 ganz, ganz unten. Egal welcher Wert, es wird auf jeden Fall größer sein. Wenn ich jetzt hier allerdings mit diesem Wert hier anfange, dann wird mein Maximum natürlich niemals überschrieben, weil es schon der maximale Wert ist. Ja? Das heißt, ihr müsst hier auf jeden Fall mit dem kleinstmöglichen Wert anfangen. Also zum Beispiel 0, weil eben jeder Gegner dann zum Beispiel gestorben ist, wenn er 0 Leben hat und dann sowieso nicht mehr gewertet wird oder sowas. Okay? So. Und was wir dann machen, ist am Ende einfach nur ein Printline mit dem Maximum. Wundervoll. Ja, und wir sehen, das Maximum ist hier 875.634. Das ist ein Wert, der etwas weiter hinten, hier ist er, der etwas weiter hinten auftritt. Und wahrscheinlich haben ihn schon einige von euch gesehen, aber es ist im Endeffekt unsere Aufgabe gewesen. Habt ihr übrigens gesehen, wie schnell das durchgelaufen ist? Ja, das ist quasi gestartet und fertig gewesen. Das ist völlig egal, wie lange eure Liste hier ist. Ihr könnt das gerne mal probieren, wenn ihr einfach hier diese Werte nochmal kopiert. Klar, dann ändert sich der maximale Wert nicht für euch, aber ihr könnt hier trotzdem sehr, sehr schnell
sehr, sehr viele Werte reinbringen in eure Liste und ihr seht, dass hier eigentlich trotzdem die Laufzeit fast nicht beeinträchtigt ist. Also das heißt, ich habe hier wirklich viele Werte da drin, ja. Ihr seht, es läuft super schnell durch. Ein PC macht sowas in 0, nix. Es ist ihm völlig egal, ob da 100 oder 1000 Werte drin sind. Fast egal zumindest. Das macht vielleicht ein Zehntel von einer Sekunde aus. Das heißt, macht euch über die Laufzeiten hier jetzt erstmal keine Gedanken. Das sollte hier eigentlich wirklich kein Problem sein. Zumindest für so eine einfache Berechnung. Wenn ihr natürlich mit jedem dieser Werte irgendwas Komplexes macht, was eine Sekunde geht, dann macht das natürlich doch einen Unterschied. Aber ja, in diesem Fall war es das eigentlich auch schon wieder als kleine Lösung und ein paar Side-Facts, die ihr vielleicht brauchen könnt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.